Ja moin, in diesem Video geht es um eine Methode, wie der Windows Defender ausgeschaltet werden kann, und zwar trotz Tamper Protection. Dazu habe ich eben einen Post von Lars Karlslund gesehen, der sich da nämlich eine ganz clevere Methode ausgedacht hat und den Code dazu, um das auch auszuprobieren, um es zu demonstrieren, auf GitHub veröffentlicht hat. Und ich dachte mir, probieren wir das mal aus. Also ich habe hier ein komplett aktuelles Windows 11 25H2, also Bildnummer 26200.7462, sprich Stand Januar 2026. Und ich habe mir den Code aus dem GitHub Repository schon mal hier auf meinen Desktop geladen. Go ist auch installiert und dann müsste ich es eigentlich einfach builden können. Achso, und während das läuft, kann ich nochmal einmal ganz kurz zeigen, dass jetzt hier aktuell der Microsoft Defender läuft. Ist auch alles aktuell und vor allen Dingen das hier ist Tamper Protected True. Also das sollte verhindern, dass irgendwie mit dem System rumgespielt wird, dass da irgendwelche sicherheitsrelevanten Sachen manipuliert werden. Zum Beispiel, dass der Defender einfach mal ausgeknipst wird. Okay, der Bildvorgang ist mittlerweile durch. Dann schauen wir mal, haben wir hier eine neue Exe und die führe ich jetzt aus. Ich habe natürlich jetzt aktuell schon lokale Adminrechte. Das ist schon noch die Grundvoraussetzung dafür. Aber wenn die gegeben sind, dann kann natürlich Defender komplett weggehauen werden. Also probieren wir das einmal. Operation completed successfully, das klingt gut. Und dann rebooten wir einmal. Wir starten den Computer einmal neu. Gut, sind wieder da, loggen uns einmal ein und dann schauen wir mal nochmal wieder per PowerShell. Hier gibt es schon irgendwelche Fehler. Ich glaube, das könnte sein, weil sich Defender sonst normalerweise in der PowerShell auch mit einklingt, also per AMSI, um PowerShell-Befehle zu überprüfen, bevor sie ausgeführt werden auf Sicherheit. Dann schauen wir stattdessen mal in der Dienstekonsole. Microsoft Defender Antivirus scheint nicht zu laufen. Ich probiere mal, den manuell zu starten und es gibt einen Fehler. Oh, hier ist gerade eine Benachrichtigung hochgekommen. Turn on Windows Security Center Service. Kann nicht gestartet werden. Interessanterweise, ein paar Minuten später, habe ich jetzt gerade gemerkt, die PowerShell wird jetzt nicht mehr blockiert. Also, keine Ahnung, was da jetzt los ist, aber die funktioniert auf jeden Fall wieder. Und dann können wir auch mit get mp computer status den Defender-Status überprüfen. Und hier sehen wir erstmal ganz oben AM Running Mode, also Anti-Malware Running Mode, ist nicht mehr am Laufen, not running. Normalerweise, das ist natürlich schlecht, für den Test hier ist das gut, weil es jetzt erfolgreich gewesen, aber normalerweise will man das so nicht sehen. Und hier auch das, was wir vorher hatten, ist Tamper Protected, ist jetzt auf False, vorher war es True, also jetzt gibt es hier keinen Manipulationsschutz mehr, wobei der davor jetzt ja auch nicht so gut funktioniert hat. Und was mich jetzt noch interessiert hat, ist, ob sonst noch irgendwie was mit Malware Detection anschlagen würde. Dafür nehme ich hier den ICA Test String. Falls ihr den nicht kennt, das ist einfach so ein Testtext, den kann man in eine Datei reinspeichern und alle gängigen Antiviren-Software, alle gängigen Anti-Malware-Softwares sollten das als Schadcode erkennen, auch wenn das jetzt hier nichts Schädliches ist. Das ist quasi nur zum Testen, dass man sehen kann, ah ja, die Detektion funktioniert. Und das kann ich einfach jetzt hier mit Notepad, mit dem normalen Editor speichern und sage jetzt mal, das speichere ich als ika.com auf dem Desktop. Und allein schon das damit interagieren sollte eigentlich normalerweise was auslösen. Und ich versuche die mal zu starten und kriege da aber nur einen regulären Fehler. Also nicht jetzt hier was in Rot, dass der Defender dazwischen geschlagen hat, sondern das ist einfach nur nichts, was ich jetzt hier unter einem Windows 11 System vernünftig ausführen kann. Also ich würde sagen, das war erfolgreich. Gucken wir uns nochmal an, wie das Ganze jetzt funktioniert. Das steht ja auch in dem GitHub Repository drin von Lars Karlslund. Verlinke ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Also zunächst einmal wird das SE Debug Privilege für den Prozess aktiviert, also für unsere kompilierte Go-Applikation, die ja mit Admin-Rechten läuft. Dann werden sich System-Rechte verschafft und dann wird der Trusted Installer Service gestartet, falls er noch nicht läuft, und dann ein Token von dem Prozess wiederum geklaut und dann die Identität vom Trusted Installer angenommen. Als nächstes werden dann die Service-SIDs für ein paar bestimmte Dienste rausgesucht, also konkret diese hier. Und um da nochmal ein bisschen Kontext zu geben, die Dienste, die haben eigene SIDs, also die haben eigene Sicherheitsprinzipale, also vergleichbar mit einem User-Account. Das heißt, es kann genau gesteuert werden, welcher Dienst hat welche Berechtigungen auf irgendwelche Sachen, zum Beispiel Dateien im Dateisystem. Womit wir dann zum nächsten Schritt kommen, da wird dann nämlich die Berechtigung angepasst für die Kernel 32 DLL. Die wird normalerweise für den Windows Defender benötigt, damit der überhaupt richtig funktionieren kann, also mit dem Betriebssystem interagieren kann. Damit das aber nicht mehr funktioniert, werden da Deny, also Verweigerungseinträge gesetzt. Und normalerweise kann man das gar nicht machen. Also
mit normalen Adminrechten nicht. Und selbst wenn man sich Systemrechte verschafft hat, die ja höher sind als normale Adminrechte, auch damit würde das normalerweise gar nicht gehen. Aber Trusted Installer, der darf's. Und dann letzter Schritt, das wird dann erst nach einem Neustart wirklich relevant, weil in dem Moment, wo man das ja ausführt, da läuft der Windows Defender ja noch. Wenn dann der Computer neu startet, wird wieder versucht, den Defender zu starten, den Defender-Dienst. Das funktioniert aber nicht, weil der nicht mit der Kernel 32 DLL interagieren kann. Gucken wir uns das hier nochmal in dem System an. Also hier Windows System 32 bin ich drin, Sicherheitstab und dann gehe ich hier in den Advanced-Bereich rein. Und hier sehen wir die Prinzipale für die Dienste, die jetzt hier alle die Deny-Berechtigung haben. Und bei diesen ACLs hier auf Dateien, da gewinnen immer Deny-Einträge. Also selbst wenn irgendwo weiter unten durch irgendwelche Mitgliedschaften in Gruppen oder sonst was vielleicht Allow möglich wäre oder das System darf zum Beispiel das eigentlich. Wenn aber ein expliziter Deny-Eintrag gesetzt wird, dann wird der Zugriff trotzdem verweigert. Also im Grunde eigentlich total simpel, aber effektiv. Ja, krasse Nummer, würde ich sagen. Und zuletzt noch, falls ihr auf LinkedIn seid, dann folgt auf jeden Fall Lars Karlslund, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, der hat das entdeckt und auf GitHub veröffentlicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht auch schon andere Leute da mal draufgekommen sind, irgendwelche Threat Actors, Bedrohungsakteure, irgendwelche Gruppen, kann schon sein, weiß man nicht. Anyway, ich hoffe, ihr fandet es interessant oder nützlich. Falls ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vielleicht schaut euch auch nochmal dieses Video hier an, wo ich eine andere Sache zeige, die auch Lars Karlslund rausgefunden hat, nämlich wie man den Microsoft Defender ausschalten kann, wenn man lokalen Zugriff auf ein Gerät hat und zwar auch trotz BitLocker. Gut, danke fürs Reinschauen, haut rein!